Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. Wie auf Instagram schon versprochen, geht es heute hier um das 24 mm Objektiv aus dem Hause Samyang. Konstruiert für das E-Mount-System und zwar auch FE, also auch für Kameras mit einem Vollformatsensor. Das Ganze wieder gehört zur Familie der Tiny-Serie, also ist darauf geachtet worden, es wieder klein, leicht und kompakt zu halten. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an Fotowalser. Die haben mir nämlich dieses Objektiv für eine Woche zur Verfügung gestellt. Eine Woche war ein bisschen knapp. Ich hätte gerne so den Sternhimmel oder die Milchstraße irgendwie drauf bekommen, aber jetzt zu dieser Jahreszeit war es ein bisschen schwierig hier von meinem Wohnort aus. Trotzdem konnte ich ein paar Sachen machen, aber die zeige ich euch auf jeden Fall noch. Ja, ich muss sagen, 24 mm gibt es schon aus der Tiny-Serie mit Offenblende 2.8. Da hatte ich auch schon einen Bericht darüber abgegeben. Aber die Tiny-Serie wird natürlich jetzt erweitert und natürlich auch mit lichtstärkeren Objektiven. Hier ist auch wieder darauf geachtet worden, dass alles klein und leicht gehalten wird. Um die 230 Gramm, wahrscheinlich ohne Streulichtblende und so weiter, wiegt das ganze Objektiv, passt also wieder schön fleißig in jede kleinere Fototasche hinein. Fange ich wie immer mit der Haptik an. Ist noch gar nicht lange her, da hatte ich ein schönes Telefonat gehabt mit meinem geschätzten YouTube-Kollegen ValueTech TV, dem Matthias Porschke, und er hatte ein Samyang-Objektiv auch getestet und hatte ein bisschen bemängelt, dass es ja so ein bisschen Kunststoffgehäuse ist. Nun aber Herstellungspreise und Gewicht kriegt man natürlich am besten mit einem Kunststoff hin. Allerdings hier in der Haptik hat sich alles verbessert. Samyang hat diesem 24 mm Objektiv ein Aluminiumgehäuse spendiert. Man hört es nicht unbedingt, weil Kunststoff und Aluminium vom Sound her und auch von der Dichte her sind ähnlich. Deswegen kann man schnell vermuten, es ist Kunststoff. Nein, hier ist Aluminium verbaut worden. Schon wie beim letzteren, neueren Objektiv, dem 35, ich habe das zufällig hier, 35 mm Objektiv, ist dieses Objektiv auch wieder Spritzwasser und Staub geschützt und hat hier vorne auch ein paar Dichtungen drin, denn wer mit 24 mm, sprich ungefähr mit 83 Grad am Vollformat oder um die 60 Grad am APS-C unterwegs ist, ja, der fotografiert natürlich Landschaften, vielleicht auch Astrofotografie etwas, also den Sternenhimmel oder auch Architektur. Und wenn es dann mal schlechtes Wetter ist, ist es natürlich gut, wenn man das Ganze nicht wieder einpacken muss. Apropos einpacken, in der Verpackung ist noch so eine kleine Tasche mit dabei, die ist auch nicht viel größer als das Objektiv, es ist gut verstaut und wenn so eine Tasche mal irgendwie runterfällt oder sonst was, ist es da drin noch mal geschützt. Mit dem Lieferumfang ist auch hier diese kleine Streulichtblende, ist aus Kunststoff, einfaches Teil, nichts Besonderes, sage ich jetzt mal, aber es verhindert zumindest, dass seitlich einfallendes Licht ja, irgendwelche Störungen im Bild ergeben können. Und natürlich, so sehe ich das, so eine Streulichtblende ist immer wieder noch mal ein Schutz, wenn es irgendwo gegenknallt. Und ja, also darauf möchte ich natürlich auch nicht verzichten. Und das ist im Lieferumfang ebenso mit dabei. Eine Preisgestaltung jetzt wieder am Anfang bei Samyang liegt so um die 499 € und selbst wenn dieser Preis so stabil bleiben sollte, was aber bis jetzt eigentlich sind die Preise immer ein bisschen gefallen, ist es auf jeden Fall, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, sein Geld wert. Es fühlt sich auch sehr hochwertig an und hier am Fokusring, der ist schön griffig und das haben sie auch schon bei dem 35 mm gut hingekriegt, dass hier der Widerstand etwas zäher ist. Bei dem 75 mm hier oder auch hier bei dem 18 mm ist das ein bisschen leichtläufiger, aber es ist eine Geschmackssache. Einige mögen das so schnell und leicht und so weit gedreht. Ich stehe mehr darauf, wenn ein bisschen Widerstand ist. Und das haben sie hier beim 24 mm auf jeden Fall mit eingebaut. Komme ich jetzt zu Funktionen und Schalter, die mit dabei sind. Wie schon aus Vorgängermodellen ist hier so ein kleiner Custom-Schalter, ein Modi-Schalter. Den kann man natürlich irgendwann mal, wenn es ein neues Update gibt dafür, mit der sogenannten Landstation, da hatte ich euch auch schon mal einen Bericht drüber gezeigt, kann man diese Funktion auf den Schaltern anders umbelegen. Aber ich muss sagen, das, was voreingestellt ist, finde ich schon mal ganz, ganz gut. In diesem Falle ist es so, wenn ihr diesen Schalter jetzt nutzt und nach unten, also ihr könnt da ganz normal das als Fokusring benutzen, wenn ihr die Kamera auf manuell einstellt. Habt ihr die Kamera auf manuell oder auf A eingestellt und den Schalter betätigt, dann wird aus dem Fokusring ein sogenannter Blendenring. Finde ich im Porträtbereich auch gar nicht mal so schlecht, denn auch mit 24 mm, ob ihr es glaubt oder nicht, kann man im Porträtbereich doch schon das eine oder andere gut erreichen. Wenn man viel Platz hat und Ganzkörperporträts machen möchte, sind die 24 mm am Vollformat auf jeden Fall brauchbar.
Was jetzt endlich dazugekommen ist, ist hier so ein kleiner Knopf. Den habe ich so sehr vermisst, denn als ich mich getrennt habe von meinem Sony 85 mm 1.8 und dann rüber geswitcht bin hier auf das Samyang 75 mm, habe ich mich doch oft entdeckt, gerade im Porträtbereich, dass ich immer wieder meinen Fokus-Halteknopf betätigen wollte. Der war nicht vorhanden. Jetzt hat man das hier, ich zeige es mal in die Kamera, ein Fokus-Halteknopf mit eingebaut. Sehr gut und wäre schön, wenn in zukünftigen Modellen der Samyang-Objektive immer wieder so ein Fokus-Halteknopf mit eingebaut wird. Also mich würde es auf jeden Fall freuen. Jetzt komme ich aber zu einer weiteren und ich muss sagen sehr innovativen Funktion über diesen Knopf. Man hat die Möglichkeit, dieses Objektiv oder den Fokuspunkt vorher zu programmieren. Gerade für die Astrofotografie, wenn man draußen unterwegs ist und immer einen festen Punkt haben möchte, wer viel Sternenhimmel oder irgendwie sowas in der Richtung fotografiert, ist es immer mühsam, sich immer den Fokuspunkt zu suchen. Den stellt man sich hier einmal ein, ja, drückt auf diesen seitlichen, auf den Fokus-Halteknopf in der Funktion und schon findet er seinen Punkt wieder. Das Ganze funktioniert ein bisschen umständlich, da hätte ich mir gewünscht, dass es hier einen extra Knopf gibt, um diese Funktion einzustellen. Ich zeige eben ganz kurz hier in diese Kamera. Ihr schaltet die Kamera ein und schraubt das Objektiv von der Kamera ab. Eben ganz kurz, müsst ihr ja nicht ganz abziehen, weil sonst könnte ja Staub auf den Sensor kommen. Drückt gleichzeitig den Fokus-Halteknopf und dreht das Objektiv, bis es klackt, rein. Dann erscheint hier an der Seite eine kleine Lampe, die leuchtet entweder rot oder sie leuchtet dann grün. Und wenn ich hier ich habe mir das schon einmal programmiert, zeige ich euch gleich, wie das funktioniert, hier drauf drücke, dann leuchtet sie grün und ich weiß, jetzt ist das so eingestellt, dass der Fokuspunkt direkt auf unendlich geschaltet ist. Wenn ihr euren Fokuspunkt selber bestimmen wollt, das muss ja nicht nur immer um die Astrofotografie gehen, also den perfekten Punkt für unendlich zu finden, könnt ihr euch manuell, achso, die Kamera stellt sich übrigens automatisch dann, wenn diese Funktion eingeschaltet ist, auf den manuellen Modus ein. Wenn ihr jetzt am Fokusring dreht, euch einen gewissen Schärfepunkt sucht und dann für 3 Sekunden lang auf den Fokus-Halteknopf hier drückt, dann speichert das Objektiv, zusammen mit der Kamera ja auch, wahrscheinlich das läuft alles über das Objektiv, diesen Fokuspunkt an. Und wenn ihr immer wieder sagt, ihr möchtet darauf zurückgreifen können, funktioniert das natürlich immer nur dann, wenn ihr das Objektiv wieder auf diese Art und Weise mit dem Gehäuse der Kamera verbindet. Schalte ich die Kamera aus und schalte ich die Kamera komplett wieder an, dann ist die Funktion wieder deaktiviert. Ihr müsst jetzt also, um das wieder zu machen, das Ganze wieder lösen, Knopf drücken und wieder reinklicken. Also ich muss sagen, eine tolle Funktion und schon gut zur Anwendung gekommen in der Astrofotografie, denn ich habe meinen Punkt gefunden. Ich war gestern, leider war die ganze Woche nicht so schön mit Wetter, dann kam der Mond noch dazu, also eine wirkliche Milchstraße hätte ich gerne fotografiert, ist mir aber leider nicht gelungen. Aber ich entschädige euch, denn ich habe ja Star Trails, also sich ziehende Lichtpunkte am Himmel fotografieren können und da konnte ich die Funktion schon gleich gut gebrauchen. Schaut euch das Bild an, das habe ich bei mir im Garten gemacht, einfach Richtung Norden etwas nach oben gehalten und ich habe sogar den Nordstern, also den Drehpunkt darum getroffen. Funktioniert sehr gut und Samyang tut Gutes damit, wenn sie sagen, genau das ist jetzt auch für die Astrofotografie ein sehr schönes Objektiv. Ich sprach natürlich jetzt gerade über den manuellen Fokus und die Einstellmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und natürlich auch der Autofokus arbeitet sehr ruhig, sehr präzise, sehr schön und schnell in der Fotografie. Was aber natürlich auch interessant ist, gerade hier bei den 24 mm, ist, wie verhält sich der Autofokus ja, in der Videografie. Und ich habe das hier bei relativ wenig Licht gemacht. Ich habe nur eine kleine Lampe da vorne hingestellt und mal darauf geachtet, wie der Fokus ja auf mich trifft, wie das funktioniert mit den Abständen und so weiter. Schaut euch das eben an. Ich habe das hier extra mal für euch vorbereitet. Der Autofokus arbeitet in der Fotografie auf jeden Fall zügig und schnell nach, da ist mir nichts Negatives aufgefallen. Nun, die Videografie spielt auch immer wieder eine größere Rolle bei der ganzen Geschichte und da müssen natürlich die Objektive auch ihre Leistung gut freisetzen können. Und wie ihr hier erkennen könnt, der Autofokus arbeitet auch in der Videografie sehr gut nach. Er neigt definitiv nicht zum Pumpen, selbst wenn es vielleicht mal ein bisschen später nachzieht, aber ich muss sagen, ich bin mit der Leistung des 24 mm Objektivs definitiv zufrieden. Übrigens auch der Bildwinkel, den wir hier haben bei den 24 mm. Ich stelle mich jetzt mal so nah und greife mal unter die Kamera. Ihr könnt erkennen, selbst das würde reichen, ja, als Vlogger. Die 24 mm stellt für mich genau den Grenzwert dar. Bis dahin funktioniert das mit dem Bildwinkel noch ganz gut und ja, man könnte
einen schönen Vlog damit machen. 20 mm oder 18 mm wären natürlich noch besser, aber hier mit den 24 funktioniert das definitiv auch ganz gut. Und jetzt auch wieder die Stärke bei Offenblende, wie ihr das gerade seht, von 1.8 ist der Hintergrund sogar noch einigermaßen verschwommen. Also auch für die Videografie, finde ich, ist das 24 mm 1.8 von Samyang definitiv sehr gut zu gebrauchen. Ja, also auch in der Videografie ist an dem Autofokus definitiv nichts zu meckern. Und die 24 mm an gestreckten Arm, sage ich jetzt einfach mal so, nun, jetzt habe ich das hier an der APS-C-Kamera natürlich nicht, weil die Vollformatkamera mich gerade aufnimmt. Aber mit dem Abstand, ja, ist das auf jeden Fall zum Vloggen auch sehr gut zu gebrauchen. 24 mm gehen da absolut okay, ist aber auch die Untergrenze. Hier am APS-C machen wir ja daraus einen Bildwinkel von 60 Grad, haben wir dann 36 mm, das locker aus der Hand zu halten. Hier am APS-C geht natürlich nicht, da müsste man schon mit einem ziemlich langen Selfie-Stick dann arbeiten, damit der Bildausschnitt das Ganze passend macht. 11 Linsen in 8 Gruppen. Und jetzt muss ich hier glatt mal ablesen. ASP, HR, ED, alles Mögliche an korrigierenden Linsen ist hier in diesem Objektiv mit eingebaut worden. Denn wie schon gesagt, es geht bei diesem Objektiv auch um die Astro, also um die Milchstraße. Und was man da überhaupt nicht gebrauchen kann, und das ist bei älteren Objektiven, habe ich das schon festgestellt, die sogenannten chromatischen Apparationen. Durch diese Linsen, die hier mit verbaut worden sind, soll das Ganze gut weggearbeitet werden. Und ich war mega erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Es geht jetzt also um die 3 Punkte: chromatische Apparation, Verzeichnung und die Vignettierung. Fange ich mal erstmal kurz mit der Vignettierung an. Bei Offenblende 1.8 sieht man natürlich eine Vignettierung und ich schalte das jetzt einmal um, so ein paar Mal hin und her, dann könnt ihr das besser sehen und switche dann nur auf 2.8 und ab da ist eine Vignettierung eigentlich schon gut weggerechnet. Also viel, viel besser wird es nicht mehr und ich muss sagen, der Sprung von 1.8 zu 2.8 ist schon sehr, sehr gut, reicht vollkommen aus. Jetzt nehmen wir das gleiche Bild nochmal. Es geht hierbei natürlich um die chromatischen Apparationen. Ihr seht ja, ihr habt ja gerade das Gesamtbild gesehen und ich bin extrem oben links in die Ecke gegangen, so einen Strommast habe ich fotografiert und schön reingezoomt, mehrere 100%, sage ich jetzt einfach mal. Und ihr könnt erkennen, hier bei Offenblende 1.8 ist ein hauchdünner, lilafarbener Saum zu erkennen. Aber da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Und das ist schon bei Offenblende 1.8 in der Ecke eine wahnsinnig gute Leistung. Und deswegen gerade für die Astrofotografie mit Sternen und so weiter haben die das hier sehr, sehr gut weggerechnet. Und es wird schon ab Blende 2.8 schon gar nicht mehr richtig sichtbar. Also da muss ich sagen, sowas Gutes habe ich bis jetzt, was chromatische Apparation angeht, selten gesehen. Also das muss ich sagen, gefällt mir absolut. Vignettierung hatten wir schon gesagt, Verzeichnung, ja, sind auch da. Ich habe hier wieder Beispielbilder, wo man sieht, dass hier ein bisschen verzeichnet wird. Aber im Lightroom ein Klick oder auch innerhalb der Kamera wird das Ganze so gut weggerechnet schon. Ja, und auch die Verzeichnung an sich macht das für mich jetzt gar nicht so richtig krumm. Denn bei 24 mm, hier bei den 83 Grad Bildwinkel, kann man schon mal haben, wenn man Pech hat, dass es ein bisschen krumm und schief wird. Aber auch hier ist wirklich gut gearbeitet worden. Also diese 3 Punkte, die ich gerade angesprochen habe, gefallen mir absolut und das haben sie wirklich gut hinbekommen. 9 Blendenlamellen befinden sich im Inneren des Objektivs und sorgen dafür, dass wir 18 schöne Lichtstrahlen bekommen, wenn wir natürlich ja, etwas abblenden in dem ganzen Bereich. Und ich muss sagen, die sind auch schön knackig und scharf. Ich habe ja hier wieder meine Lichterkette, meinen kleinen Baum im Garten fotografiert und da lässt er ahnen, wenn man Städte fotografiert mit kleinen Lichtpunkten, die irgendwo sind, dass es schöne ja, Blendensterne gibt. Auch da muss ich sagen, gefällt mir ja, der ganze Bildeindruck, den mag ich sehr gerne. Bokeh, ein Wort, was man normalerweise im Weitwinkelbereich gar nicht so sehr anspricht. Das obliegt eher den Objektiven, wie hier bei dem 75 mm Objektiv von Samyang, die ja, wie gesagt, den längeren Brennweiten. Aber ich war doch mega erstaunt, denn das Ganze hat eine sogenannte Naheinstellungsgrenze, hier vom Sensor aus gesehen, von sage und schreibe 19 cm. Damit kommt man einem Motiv doch schon ziemlich nah dran und ich bekenne mich als gerne Blümchenfotograf, im Garten etwas näher ranzugehen. Und ich muss sagen, dadurch erreicht man durch den kurzen Bereich der Schärfentiefe auch einen verschwommenen Hintergrund, ein wirkliches Bokeh. Und das sieht hier wahrscheinlich durch die neuen Blendenlamellen auch wirklich schön und rund aus. Also hier kann man auch mit einer Hintergrundunschärfe arbeiten und das macht natürlich richtig Spaß. Gerade im Porträtbereich, ob hochkant oder quer, wenn man mal einen ganzen Körper drauf haben möchte von einer Person, dann hat man schon ein bisschen Freistellung im Hintergrund. Sicherlich macht das mit längeren Brennweiten mehr Sinn, aber manchmal fehlt ja auch einfach der Platz. Also Naheinstellungsgrenze und Bokeh, ja, sehr lobenswert. Hätte ich nie gedacht, dass ich darüber mal rede bei einem Weitwinkelobjektiv.
Komme ich aber jetzt zu dem wahrscheinlich wichtigsten Punkt, was dieses Objektiv ausmachen sollte, beziehungsweise auch euch wichtig sein sollte. Es ist nämlich die Schärfe. Und im Weitwinkelbereich tauchen immer die Probleme auf, wie ist die Schärfe im Zentrum und wie verhält sich das Ganze am Rand. Und ich muss sagen, ich war mega überrascht, wie viel Schärfenleistung von der Mitte im Verhältnis, ich zeige es hier einmal am Bild, da war ich irgendwo am Kanal, habe Bäume fotografiert, am Rand. Ich habe natürlich extrem reingezoomt. Ich zeige aber vorher natürlich das Gesamtbild, damit ihr erstmal seht, wie groß das ganze Bild ist. Und ins Bildzentrum reingegangen. Und bei Blende 1.8 am Rand, natürlich hat man das ein bisschen unschärfer. Aber schon bei Blende 2.8 wird das alles ein bisschen besser. Und ja, Highlight ist wirklich alles, was zwischen 5.8 und Blende 8 ist, muss ich sagen, da wird Schärfe richtig freigesetzt. Und das auch bis, nicht nur am Rand, sondern bis nach oben in die Ecken. Und ich muss sagen, es ist gerade für die Landschaft oder die Architekturfotografie bis im Randbereich super zu gebrauchen. Und auch schon bei Offenblende 1.8, finde ich, ist der Randbereich im Schärfenbereich definitiv auch zu gebrauchen. Also darüber lässt sich nun gar nicht meckern. Vielleicht noch ein Thema, denn ich habe es ja auch hier an der Sony Alpha 6400 getestet, was die Schärfe angeht. Getestet sind die ganzen Bilder hier mit der Kamera, die mich aufnimmt, die Sony Alpha 7 Mark III. Und die hat ja 24 Megapixel. Viele sagen, ja, bei den günstigen Objektiven ist es so, wenn man sie dann an eine Sony Alpha 7R Mark III oder an einer R4 dran packt, die irgendwo zwischen 40 und 60 Megapixel hat, da merkt man dann schon, da passt irgendwas mit den Linienpaaren nicht und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele Linienpaare dieses Objektiv produziert. Aber zu sagen, man kann es vielleicht nicht an einer Vollformatkamera mit höherer Pixeldichte ausprobieren, das habe ich jetzt mal am Hand eines Fotos bewiesen. Denn wenn wir dieses Objektiv an eine APS-C-Kamera, hier wie die Sony Alpha 6400 schrauben, benutzen wir ja nur einen kleineren Bildausschnitt, bedingt durch den Sensor. Trotzdem hat dieser Sensor 24 Megapixel und dadurch eine engere Dichte. Würde ich diese Megapixeldichte auf einen Vollformatsensor übertragen, müsste es eine Kamera sein mit ungefähr 55 Megapixeln. Das heißt genau zwischen der Sony Alpha 7R Mark III und der 4er. Und wenn das Objektiv schlechter auflösen würde, müsste man ja keinen Unterschied in der Schärfe sehen. Und jetzt zeige ich euch eben den Unterschied. Das eine wäre umgerechnet eine 55 Megapixel Kamera und eine 24 Megapixel Kamera. Und da könnt ihr genau erkennen, dass die Auflösung doch sehr, sehr hoch ist. Und ich muss sagen, also auch für die, ich sag mal, Pixel-Monster-Kameras aus dem Hause Sony lässt sich das Objektiv definitiv gebrauchen. So, es war ein ziemlich langer Bericht diesmal und ein ausführlicher Bericht für mich. Ich hatte das leider nur eine Woche. Ich hoffe, wenn das jetzt ab Mitte Mai soll das Ganze auf den Markt kommen, das verlinke ich euch unten dann auch noch, dass ich irgendwann mal wieder ein bisschen Geld verdiene, wenn der ganze Corona-Kram vorbei ist, und dann würde ich mir dieses Objektiv gerne zulegen, denn ich muss sagen, ich bin mit der Leistung absolut zufrieden. Es gibt viele tolle Sachen, die hier mit eingebaut ist, diese Einstellbarkeit, den Fokuspunkt zu programmieren, dann, dass das Gehäuse aus Metall ist diesmal und nicht mehr aus Kunststoff. Es ist klein, es ist leicht, der Bildwinkel gefällt mir, Autofokus funktioniert. Also wie ihr merkt, ich habe eigentlich nichts daran zu meckern. Und chromatische Apparation, Verzeichnung und Vignettierung ist hier super weggearbeitet worden und es steht für mich also nichts im Wege, dass ich dieses Objektiv euch nicht empfehlen könnte. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann stellt sie doch bitte einfach unten in die Kommentare. Und vielleicht noch, ich habe ja das Thumbnail-Bild, das habe ich ja so ein bisschen mir hingebastelt. Wenn euch interessiert, wie ich das gemacht habe, dann schreibt es doch unten in die Kommentare, dann mache ich ja extra mal einen Bericht, wie ich dieses Thumbnail mit Light Painting für euch gemacht habe. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche oder auch ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Michael. Tschüss.